Hallo, Jorge hier von der RC Autotechnik. Heute zeigen wir euch mal, wie wir diesen Hydraulikzylinder überholen. Das ist ein 1672, der sitzt beim Mercedes R129 im Dachrahmen oben, zweimal links, rechts. Diese Zylinder haben drei Dichtungen, und zwar die Stangendichtung, die sitzt hier. Das ist die Dichtung, die über die Jahre dann sich zersetzt und porös wird, und dadurch entsteht dann eine Undichtigkeit vorne an der Stange. Dann gibt es die Kolbendichtung. Das zeige ich euch mal hier in einem Kolben. Das ist diese Dichtung hier. Diese Kolben gab es in zwei Ausführungen. Sehr früher 129er, da sieht die dann so aus. Also die ist dann einteilig, die Nut ist breiter. Das gab es dann so bis Mitte 91 ungefähr. Ab Mitte 91 hatten die dann diese Bauform. Das ist ein PTFE-Ring außen und darunter ist ein O-Ring als Vorspannelement. Die halten auch wesentlich länger, also die zersetzen sich auch nicht so. Ja. Diese Dichtung, und dann gibt es die Anschlussdichtung. Die sitzen hier drunter, das sind Stützringe aus Messing, und darunter sitzen spezielle Dichtungen für die Anschlüsse. Ich fange mal an mit dem 1672. Den zerlegen wir mal. Da ist so ein Rundradspringring. Jetzt gibt es diese Tasse. Die kann man ein kleines Stück runterdrücken. Das ist minimal, einen halben Millimeter ungefähr. Dazu nehme ich hier eine Nuss, drücke die hier dran. Dann merkt ihr, dass es einen halben Millimeter runter geht. So, jetzt habt ihr genug Platz, um mit einem flachen Schraubendreher zwischen Gehäuse und Sprengring anzusetzen. Da könnt ihr rein und dann könnt ihr das Ganze aufhebeln. Ich zeige euch das mal jetzt hier am Schraubstock. Ich spanne den mal hier ein. Ich mal die Kamera aus ordentlich. So. So, die Tasse ist runtergedrückt. Ja gut, wir nehmen generell dann immer Aluminium, Schutzbacken. Ihr müsst aufpassen, das ist Alu, das Gehäuse vom Hydraulikzylinder, also den nicht zerquetschen. Ja, dann dreht man den Zylinder so, dass man da so rein kann. Und wenn man da jetzt zwischen geht, dann ist da Platz und man kann den Sprengring ganz einfach abnehmen. So, drehen wieder auf und jetzt könnt ihr den einfach so abziehen. So, diese Scheibe, die lässt ihr am besten immer an der Kolbenstange dran. Das ist der Hinteranschlag. Das heißt, wenn der Kolben dann einfährt, dann bleibt er dann da hängen. Würde man diese Scheibe vergessen oder sie wäre nicht dran, läuft der Kolben in die Dichtung rein. Ja? Und dadurch zerquetscht er die Dichtung dann und macht die natürlich dann kaputt. Also von dem her, lasst das am besten dann so, und dann vergisst man das dann auch nicht. So, ich habe jetzt hier mal die alte Dichtung. Und wie man hier sieht, ist die schon ziemlich hinüber. Und ich mache die mal vorsichtig ab. So. Ja, da zerfällt sie schon. So, und das ist der Grund, wieso die dann halt undicht werden. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, hier 200 Bar. Ja, das geht nicht gut. Und wenn dann einer sagt, mach doch da Leck weg rein in dein System, das quillt dann die Dichtung auf. Ja, dann weiß ich nicht, was da aufquellen soll. Also da lieber Finger von, da macht ihr euch nur die ganze Anlage hinüber. Ja, so. Ja, das dazu. So, dann schnappen wir uns die neue Dichtung. So, ich stülpe immer zuerst die Stangendichtung
hier rüber. Ihr seht, hier sind Schlüsselflächen und hier ist auch eine sehr scharfe Kante. Auch das Gewinde natürlich. So, ich mache dann immer zuerst die Dichtung hier durch. Und zwar lege ich die dann hier so an der runden Seite hier an, ziehe die ein wenig auseinander. So. Und dann habe ich sie sauber drin. Damit beschädige ich dann auch nicht die innere Dichtlippe. Ja? So, und erst jetzt würde ich dann die Tasse drauf machen. Aber zuerst tauschen wir an der Tasse den O-Ring. Das ist die Gehäusedichtung. Die dichtet den Zylinder, also sprich die Tasse zum Außengehäuse ab. Ja? Das ist ein O-Ring und darüber sitzt ein, ja, wie so ein Führungsring aus PTFE. Der ist dazu da, damit dieser O-Ring nach außen hin über Druck nicht durch den Lichtspalt gedrückt wird, weil halt in dem System so hohe Drücke herrschen, ja, bis zu 200 Bar. Und die Hydraulikzylinder der A-Säule haben die Besonderheit, die sind bis 96 eigentlich immer komplett mit Druck beaufschlagt. Also da sind immer 200 Bar drauf. Ihr müsst es jetzt so vorstellen, wenn ein Hydraulikzylinder auf und ab fährt, ja, also wenn der jetzt hochfährt, dann hat man ja nicht 200 Bar am Zylinder. Ja. Erst wenn er irgendwo am Endanschlag ist, dann herrschen dann 200 Bar, weil er kann ja nicht mehr weiter, der Druck steigt. Oder wenn irgendwas ins Verdeckgestänge kommt oder man es festhält oder wie auch immer, dann entstehen natürlich wesentlich höhere Drücke und dadurch ist natürlich dann die Belastung von so einer Stangendichtung dann wesentlich höher oder von dem O-Ring. So viel zum Thema nochmal Viton-Dichtung. Viele sagen, ja, es herrscht ja sowieso nicht 200 Bar in dem System. Doch, bei dem 1672 herrschen immer 200 Bar, weil der immer unter Druck steht und eigentlich nur mechanisch dann, wenn das Dach dann aufliegt, mechanisch entriegelt wird, die Schlösser. Und dann schnappen die erst zu. Also von dem her aufpassen, diesen Viton-Dichtung. Die sind einfacher zu verbauen, Viton-Dichtung, die sind weicher, die schmiegen sich auch an und geben mehr Platz für Fehler. Das ist so. Also wenn ihr zum Beispiel an der Tasse beim Ausbauen, wenn ihr zum Beispiel hier einen Kratzer reinmacht, dann ist es so, dass das PU natürlich ja, ein wesentlich härteres Material ist wie NBR, also dieses Nitrill oder Viton. Viton ist viel, viel weicher und das schmiegt sich auch besser an einem Kratzer an. Also man kann dann solche Sachen natürlich dann damit ausgleichen. Klar, so ein Zylinder ist dann auch dicht. Wir sehen Zylinder, die wir zugeschickt bekommen und mit Viton-Dichtung, die Dichtung sieht gar nicht mehr aus wie eine Stangendichtung. Also das verformt sich dann immer mehr, bis es fängt dann langsam an, wird dann immer undichter und am Ende ja, müsst ihr es nochmal machen. So, jetzt haben wir das. So, O-Ring ist getauscht. Hier müsst ihr beachten, erst O-Ring, also O-Ring unten und dann da drüber sitzt dann dieser Führungsring. Ja. So, jetzt haben wir hier unsere Kolbenstange. Jetzt kommt dann die Tasse wieder drauf. Jetzt drückt man das Ganze an. Es rastet hörbar ein. Ein bisschen hier hin. So, jetzt könnt ihr das Ganze wieder dran machen. Und den Sicherungsring drauf. So, somit werden die Stangendichtung getauscht.